Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Christine, Christine, wo kommst du her? aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Ingolstadt in Oberbayern. Und wann hast du das erste Mal von Medjugorje gehört und was hast du gedacht, als du davon gehört hast? Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Das muss auf alle Fälle länger als 25 Jahre sein, weil ich vor 20 Jahren das erste Mal da war. Und jemand aus unserer Gemeinde, der ist regelmäßig nach Medjugorje gekommen. Ich sag mal so, müsste vielleicht sagen in den 90er Jahren, dass er angefangen hat, könnte ich auch falsch liegen. Aber also der ist schon ganz lange nach Medjugorje gefahren und der hat uns dann immer voller Begeisterung erzählt, wenn er wieder nach Hause gekommen ist. Und ehrlich, ich habe mir gedacht, ugh, would you please stop? Es war, It's too much, oder? ja genau, zu viel, es war wirklich zu viel. Und dann, als ich vor 20 Jahren ungefähr das erste Mal da war, habe ich wirklich Abbitte leisten müssen, weil man kann es nicht erklären. Man muss wirklich einmal hier gewesen sein. Man kann das niemandem erklären, wie wunderbar das ist. Und dann habe ich in Gedanken ganz oft um Verzeihung bitten müssen, dass ich wirklich so wenig Geduld gehabt habe. Aber ja. Unbelievable. Und aber was hat du hast ja gesagt, das ist too much. Warum bist du dann hergekommen? Also da war ein ziemlich großer Zeitraum dazwischen. Da wo uns also Martin das erzählt hat, da war ich glaube ich nur eher, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht Jugendlicher. Und dann habe ich lange Zeit nichts gehört von Medjugorje, hin und wieder mal, wollte aber eher nichts damit zu tun haben aufgrund dieser Erfahrung. Das war mir einfach alles zu viel. Und ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, dass ich dann vor gut 20 Jahren gesagt habe, Sohn, jetzt fahre ich einfach mal mit. Aber wie gesagt, ich komme nicht mehr innen. Was ist passiert dann hier, dass du sagst, man kann das nicht erklären, was es ist? Was war es für dich das erste Mal, als du da warst? Also man kann spüren, dass Jesus da ist. Und das ist schwer zu beschreiben. Ich meine, wir haben alle die Geschichte gekannt, die haben wir dann auch im Bus auf dem Weg hierher, hat das Pfarrer Bräutigam erzählt. Aber dieses Gefühl, wenn man dann, wenn man da ist und wenn du in der Kirche bist, die Anbetung ist das, was mich immer am meisten berührt. Es ist wirklich, das Gefühl habe ich hier in dieser Kirche. Die Kirchentür öffnet sich, du gehst rein, man sieht das Allerheiligste Sakrament im Tabernakel und ich habe das Gefühl, ich trete in die geöffneten Arme Jesu. Das ist unbeschreiblich. Und dann sind die Menschen, die alle da sind, dann aus dem gleichen Grund da. Sie wollen Mutter Gottes singen, sie wollen am Herrn nahe sein und das ist im Vergleich zu dem, was man gewöhnlich zu Hause erlebt, ganz anders und wunderbar. Wunderbar. Zu Hause ist eher das Gegenteil. Und was gefällt dir am besten hier in Medjugorje? Die Anbetung. Und du hast eine Gotteserfahrung gemacht hier, dass du näher gekommen bist, irgendeine Gnade, irgendein Geschenk bekommen von ihm? Nein, ich glaube, es war nicht hier. Und als wo du mich fragst, Tom, ich denke, dass der Anlass war, dass ich nach Medjugorje gekommen bin. Ich habe die Erfahrung zuvor gemacht, zu Hause. Was ist passiert? Ich habe 4 Kinder. Eines davon ist nicht, also haben wir nicht kennenlernen dürfen. Das ist vor der Geburt schon verstorben. Und ich habe das lange Zeit ganz tief in mir begraben und Mai war halt so. Und dann habe ich um 2000, 1999 muss es gewesen sein, war ich auf Heilungsexerzitien bei einer indischen Schwester, die sich damit halt viel beschäftigt. Bei welcher Schwester, wie ist die? Schwester Usha, Mary Usha, kennst du sie? Nein, ich kenne Schwester Margarita Ist- Malapila. Nur vom Namen her, Schwester Mary Usha. Und wir haben Gelegenheit gehabt, dass wir zusammen, also wie sagt man, ein One-on-One-Talk, also ein Gespräch unter 4 Augen. Und ich sollte mich vorstellen und habe das gesagt. Damals hatte ich 2 Töchter und die Lea, die nicht geboren war, ich habe zu ihr gesagt, ich habe 2 Töchter. Und sie sagt, ohne mich sonst weiter zu kennen, sagt, sind das alle ihre Kinder.
Und echt, das hat mich getroffen wie sagt man, wie ein Stich ins Herz. Also es war, und ich sag so, na, und ja, wo ist das andere? Und dann habe ich das halt erzählt, dass ich es verloren habe. Also es nicht zur Welt gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, stopp, wir taufen als erstes dieses Kind. Und dann, ich hätte schon wieder alle möglichen Ausreden gefunden. Oh, ich weiß ja nicht, was das war. So, nein, the first name that comes into your mind. Okay. Und dann also ich war mir sicher, es war ein Mädchen, Tom. Ich habe sie Lea getauft. Und ich sollte dann eine heilige Messe für sie lesen lassen und um Verzeihung bitten. Und an diesem Abend war ich dann, also als ich wieder auf dem Zimmer war, es war jetzt nicht so ganz einfach für mich. Ich habe sehr viel geweint um sie, weil ich halt irgendwie sie so in eine Ecke gestellt habe oder vergessen schon fast habe. Und dann so am Schluss, also als ich fertig war mit Weinen und mit Beten, habe ich versprochen, also meine Süße, von jetzt an, wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder das ich habe, dann sage ich, also damals 3. Damals waren nur die Mädchen da, der Simon ist sehr viel später gekommen, dann sage ich nicht 2 Töchter, sondern 3. Du gehörst zu mir. Und ehrlich, Tom, das war wie so für einen kurzen Moment, wenn so ein kleines Kind, so ein helles, glückliches Kinderlachen. Das glaubt mir wahrscheinlich niemand, aber es war echt genauso, nur ganz kurz. Und doch, ja. Ich glaube, das war dann doch, das muss von der Zeit her auch dann der Grund gewesen sein, dass ich dann so um 2000 und 2001 nochmal nach Medjugorje gefahren bin. Oh mein Gott, ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht. Krass, 2024, 24 Jahre. Und danach bist du ein paar Mal hierher gekommen in der Zeit dann? Nee, gar nicht. Also 2000 und 2001, 2 Jahre hintereinander und dann gar nicht. Und warum jetzt hier wieder? Gini ist der Grund, meine Freundin. Wir haben in der Zwischenzeit, also nach der Schule und Arbeit, dann haben wir einen Mann kennengelernt, geheiratet, dann haben wir 3 Töchter gehabt. Und dann hat mein Mann, er ist in die Staaten versetzt worden von der Arbeit aus. Und in der Gemeinde, wo wir dann gewohnt haben, habe ich Gini kennengelernt. Und wir haben uns hin und wieder getroffen. Wir sind 2005 sind wir zurückgekommen und in der Zwischenzeit haben wir uns hin und wieder mal getroffen, leider nicht sehr oft. Und Gini hat dann gesagt, sie kommt also in diesem Februar nach Medjugorje. Und ich habe mir gedacht, ach, jetzt ist schon auf dem gleichen Kontinent, gell? Und dann wollte ich schon fast nicht fahren, weil ich immer Angst vor allem Möglichen habe. Was könnte passieren und allein fliege ich sowieso nicht. Und dann haben meine Töchter gesagt, Mama, wir fahren mit, lass uns doch mit dem Auto fahren. Dann habe ich trotzdem immer noch Angst gehabt, aber wir sind dann gefahren und also der Grund war Gini. Aber das war echt wie nach Hause kommen. Wieder jetzt danach ja, all den Jahren jetzt wieder da sein, ja. Obwohl sie viel verändert hat. Also wie ich gesagt habe vorher, sind sehr viele Gebäude dazu gekommen und Restaurants und auch dieser Platz hinter der Kirche. Wenn viele Menschen waren, war man nicht in der Kirche für die Messe, sondern außen. Der war damals nicht gepflastert, der war nur Sand und ein bisschen Steine, Kiesel und so. Auch der Rosenkranz, der lichtreiche Rosenkranz, der dort den Weg entlang gestaltet ist mit diesem Mosaik, das war auch noch nicht da. Aber macht nichts. Ich meine, die Kirche, das ist so als Zentrum und der Garten, wo die Statue ist, die aus Metall ist. Risen Christ, in Deutsch sagt man der wiederaufgestandene Jesus. Genau. Ja. Das ist auch anders geworden. Das hat sich am wenigsten verändert. War die Statue damals? Die Statue war da, aber es war ein Garten, es war sehr viel grün, erinnere ich mich, und mit Gras und so. Und vielleicht 2, 3 so kleinere Bänke. That's it, nicht mehr. Nicht die jetzt die Infrastruktur alles schön. Nein. Macht aber nichts. Die Veränderungen sind zwar manche schon groß, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Herr überall der gleiche ist und dass diese prägnanten, sagt man, Punkte, gell,
die Kirche und diese Statue, der Garten mit dieser Statue, dass die immer nur der gleichen sind. Und du warst immer katholisch, nie gezweifelt, nie irgendwie, wie war das für dich der Weg? Ja, also ich bin katholisch getauft und in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Und natürlich sind wir als Kinder zur Sonntagsmesse und einmal unter der Woche in die Schülermesse gegangen, weil unser Herr Pfarrer hat großen Wert drauf gelegt. Bei uns auch Unterfranken genauso, Schülermesse Mittwoch, 16 Ja, Uhr. nicht, don't miss it. Genau, Dienstag. Und du? Das ist Mittwoch 16 Uhr. Mittwoch 16 Uhr. Und ich bin dann, habe auf eine katholische Mädchenschule wechseln können und da haben wir im Religionsunterricht einen katholischen Priester gehabt, der halt da von der Stadtpfarrei aus für uns zuständig war. Und ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube, es war in der 5., 6. Klasse. Wir haben so die Weltreligionen durchgenommen und irgendwann sagt der Herr Pfarrer so, ja, also jetzt in meinen Worten, wir wissen ja gar nicht, ob der christliche Glaube der richtige ist. Das meinen wir halt. Und das hat mich echt irgendwie in so eine richtige Glaubenskrise gestürzt fast, weil ich mir gedacht habe, wenn nicht einmal der Herr Pfarrer das weiß oder überzeugt ist davon, ja wer dann, wo gehe ich denn dann hin? Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es vom zeitlichen Ablauf her richtig auf die Reihe kriege, aber es war danach auf alle Fälle. Ob jetzt ein halbes Jahr oder einen Monat später, weiß ich nicht mehr genau. Wir waren in der Mittagspause mit Freundinnen in der Fußgängerzone unterwegs und haben gut gekleidete junge Männer getroffen. Also die waren alle schwarze Hose, weißes Hemd und die haben so, wie sagt man, so Aufstellwände oder so Plakate gehabt und ein bisschen Flyer und haben uns angesprochen und ja, ob sie sich unterhalten können und wir haben nichts anderes zu tun gehabt, ja, sure, why not? Und hat sich herausgestellt, also sie gehören zu den Mormonen und haben uns halt dann uns gefragt, wie es uns geht und wir haben uns gut unterhalten, haben so ein bisschen einen Flyer gekriegt und eine Adresse. Damals hatten die wohl ein Büro in Ingolstadt oder einen Raum, einen Versammlungsraum. Und eine Adresse so quasi, wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt einfach vorbei. Und ich habe das dann gemacht. Also ich bin hin zu dieser Adresse, die war gar nicht weit weg von unserer Schule. Und man muss dir vorstellen, Tom, das ist wie in so einem Häuserblock mit ganz viel Fenster und da war eine Tür mit ganz viel Klingeln. Und ich bin echt davor gestanden, habe diese Klingel gesucht und habe nur gezögert. Und irgendwann war mir dann so, als ob jemand neben mir steht und sagt, warum bist du überhaupt da? Und in dem Moment musste ich mir eingestehen, das war nicht, weil mich der Glaube der Mormonen so fasziniert hat, sondern das war einfach nur, weil die jungen Männer da waren und die waren total cool und nett und die haben uns ernst genommen und dann bin ich wieder gegangen. Ich habe nicht geklingelt, ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Und nachdem ich da ungefähr so, ich sage mal 13, 14 war, 77, 80 rum, 80, 82. Und dann, bis ich das Erlebnis mit meinem ersten Baby hatte, da war nur eine ziemlich lange Zeit dazwischen. Aber bis dahin, ja, ich denke, ich war halt so ein Sonntagschrist. So, man geht am Sonntag in die Messe, vielleicht nochmal zu einem Requiem, wenn jemand verstorben war. Ja, schon zur Beichte, 2-3 Mal im Jahr. Und ja, aber das war's eigentlich. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, wir haben kirchlich geheiratet und es war uns schon auch wichtig, dass wir zusammen in die Messe gingen und diese Vorbereitungszeit in der Kirche mitmachen. Und dann sind wir zusammen in die Messe gegangen und das war's eigentlich. Wir haben uns wohlgefühlt und es war okay und haben das, also ich zumindest habe das nicht hinterfragt. Nicht hinterfragt, bis dann ich durch Gottes Fügung, muss man schon gleich sagen, zu diesen Exerzitien zur Schwester Uscha gekommen bin. Und das hat irgendwie so mein Leben auf den Kopf gestellt, in spiritueller Hinsicht. War das Ereignis, dass Sie gesagt haben, ist da noch ein Kind?
hat das ausgelöst oder war da noch irgendwas anderes, was das für dich auf den Kopf gestellt hat? Nein, das war also diese ganze Erfahrung von diesen Heilungsexerzitien. Also dass sie gewusst hat, wo sie den Finger hinlegen muss. Ich meine, sie hat mich nicht gekannt, gell? Ich spricht ja nichts dagegen. Man hat 2 Kinder. Ja. Aber dass sie dann, ich weiß nicht, was sie dazu bewogen hat. Sind das alle ihre Kinder? Und ich, nein, ich habe gar nicht weitersprechen können erst einmal. Ja, wahrscheinlich war es der Heilige Geist. Gerade auch, ne? Der Heilige Geist erweckt zum Leben das Kind in der gewissen Weise wieder. Ne? Und das war so wirklich wie soll ich sagen, das hat den Ausschlag gegeben. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen nach den Heilungsexerzitien. Und dann war am Sonntag in der Messe und dann hat mir meine Freundin angesprochen, du, der Herr Pfarrer braucht Hilfe bei der Erstkommunionvorbereitung. Was hast du Lust und so? Und so bin ich dann ein bisschen dazu gekommen, dass ich sag mal, freiwillig oder als ehrenamtlich da mitarbeitet bei uns in der Gemeinde. Und das waren so die Anfänge von meinem, kann man sagen, geistlichen Leben oder wo ich dem Herrn näher kommen wollte. Und was würdest du jetzt sagen, in Medjugorje ist die Beichte wichtig und du unterrichtest die Kinder, was sagst du denen? Was ist so schön an der Beichte? Also ich bin nicht mehr in diesem Team, schon lange nicht mehr. Leider war es so, wie sage ich das, dass wir uns im Team nicht einig waren. Wir waren so 5 oder so 6, wir waren uns im Team nicht einig, wie die beste Vorbereitung ist. Und dann haben wir das erstmal geteilt, okay, ihr macht die 5 Vorbereitung, wir machen die Erstkommunionvorbereitung. Und dann also wie sage ich das, Tom, das ist, sagen wir mal so, wir hatten dann eine andere Vorstellung als unser Herr Pfarrer. Ich konnte es irgendwie gar nicht so beschönigen, es ist halt so. Also für uns war wichtig, dass die Kinder Jesus kennenlernen. Persönlich. Und auch die Sakramente, wir haben versucht, ihnen die Heilige Messe zu erklären, so gut, wie wir es halt, wenn wir es gekonnt haben. Wie würdest du es erklären? Die Heilige Messe zum Beispiel, wie erklärst du? Also, schwierig, es trifft mich jetzt unvorbereitet. Also, vom Herzen. Wir haben halt versucht, dass wir praktisch das in verschiedenen kleine Teile, also Wortgottesdienst und was ist das oder was kommt als nächstes. Und dann ich meine, wir sind alle Laien, Tom, wir sind keine Priester. Und du bist eine Frau, sprichst vom Herzen oder erzählst dem Kind, was es bedeutet. Was bedeutet es für dich? Ach, in der Eucharistie. Also das haben mir nicht die Kinder gesagt. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Mich interessiert, was für mich, für dich persönlich ist. Also für die Kinder habt ihr anders gemacht, aber dass die Leute wissen, was ist es für dich persönlich? Die Eucharistie ist, glaube ich, das größte Geschenk neben der Beichte, das wir Menschen kriegen können. In der Eucharistie wird der Herr gegenwärtig. Also da kommt der Herr direkt zu uns. Und das ist schon bei der Wandlung. Ein Priester hat mir mal erzählt, es ist nicht so, dass wir praktisch in der Heiligen Messe das immer wieder von vorne feiern und immer wieder von Neuem anfangen. Nein, bei jeder Wandlung in der Heiligen Messe ist es, als ob wir direkt unterm Kreuz stehen würden und dabei sind, wenn Jesus an Kreuzestod für uns stirbt. In dem Moment hat er uns erlöst. Er hat uns gerettet. Und ich lese nicht mehr so viel wie früher, ich lese sehr gerne, aber ich kann mir schlecht Sachen merken. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass Jesus hat mir zu einer Heiligen gesagt. Ich glaube, es war eine Heilige. Schwester Faustina vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Wenn er all sein Leiden und das alles, was er im Garten Gethsemane vorher erlebt hat, der Kreuzweg, die Todesangst, also auch in der Ölbergnacht, der Kreuzweg, diesen ganzen, also den Tod am Kreuz, wenn er das alles hätte erleiden müssen, nur um eine einzige Seele zu retten, dann hätte er das getan. Und da muss ich manchmal drüber nachdenken, wie groß muss die Liebe sein, die der Herr für uns hat. Ich merke echt, Tom, wie mein Hirn so da an seine Grenzen kommt. Das geht nicht weiter. Ich versuche immer,
wie so eine Tür aufzumachen und da durch, geht nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil du spürst die auch, die ist da, oder? Diese Liebe ist für uns da. Oder? Ja. Und wie kann man die erfahren? Es sind viele Menschen, die sind verzweifelt, die würden die gerne erfahren. Was würdest du denen als Ratschlag geben? Wie können sie diese Liebe von Gott, dem Vater, viele denken, Gott der Vater ist ein alter Mann im weißen Bart, der ist jähzornig, wartet, dass er uns in die Hölle schicken kann und ist happy, geschafft wieder ein. Nein. Das ist nicht so. Wie ist er für dich? Wie hast du ihn erfahren? Ehrlich, wenn wir die allerheiligste Dreifaltigkeit anschauen, ist Jesus derjenige, der, ich denke an ihn als erstes, wenn ich in der Früh aufstehe, und er ist mein letzter Gedanke, wenn ich am Abend ins Bett gehe. Und ich habe eine Zeit lang ein bisschen Schwierigkeiten mit Gott Vater gehabt. Hängt damit zusammen, dass ich mit meinem eigenen Vater ein bisschen, wie soll ich sagen, also er ist sehr streng, er war sehr streng zu uns. Heute bin ich im Nachhinein fast dankbar, wir haben gewisse Werte mitgekriegt. Und als Kind habe ich das nicht verstanden. Heute weiß ich, oder haben wir dann später darüber gesprochen, wie er selber aufgewachsen ist. Ich habe meinen Großvater noch kennenlernen dürfen und aus Erzählungen von Tanten und Onkeln, wie mein Urgroßvater war. Und ehrlich, Tom, wenn ich das gehört habe, ich wundere mich, dass mein Papa da heil rausgekommen ist. Also das war eine ganz andere Zeit. Mein Großvater ist Jahrgang 1915, mein Urgroßvater 18 irgendwas, 90, was weiß ich weiß nicht genau, oder 80. Da hat ein ganz anderer Erziehungsstil geherrscht. Und ja, wie gesagt, als Erwachsener kann ich verstehen, warum der Papa halt, oder warum er gewisse Sachen so gemacht hat oder gewisse Dinge gesagt hat. Das habe ich als Kind nicht können. Und in dem Moment, wo ich meinem Vater echt vergeben können oder es verstanden habe, ist das mit Gott Vater irgendwie, das ist so an die rechte, das hört sich blöd an, wenn ich das sage, an die rechte Stelle gerückt. Also ich meine, er ist immer an der rechten Stelle gewesen, aber so für mich in meinem Inneren war das irgendwie alles ein wenig so durcheinander. Und ja, oh, Gott Vater ist schon auch da und der Heilige Geist auch, aber ich gehe zu Jesus. Also Jesus ist irgendwie so der Vermittler. Ja, ich denke, Jesus ist sowas wie meine große Liebe. Also er steht an erster Stelle. Gleich danach kommen meine Kinder, mein Mann oder mein Mann und meine Kinder, je nachdem, wer mich mehr braucht in dem Moment. Aber Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum für dich? Warum ist es die große Liebe? Gibt es jemanden, der das auch gerne hätte? Warum ist es für dich? Also ich habe ihn halt kennenlernen dürfen. Ich meine, ich bin immer noch am Anfang dieses Weges. Ich möchte nicht behaupten, dass ich Jesus tatsächlich kenne. Wirklich nicht. Aber so im Laufe der Zeit durch ich gehe auf die 60 zu. Manche Menschen müssen sehr früh in ihrem Leben Schicksalsschläge ertragen. Aber ich traue mir behaupten, jemand, der in unserem Alter ist, das ist fast nicht vorstellbar für mich, dass jemand so weit kommt und alles ist immer easy peasy gewesen. Und keiner hat ein Problem, niemand hat jemand verloren, keiner hat Probleme in der Arbeit gehabt. Und das prägt uns. Und derjenige, der immer, wirklich immer ein Ohr für mich hat und Zeit für mich hat, ist der Herr. Und der mich auch mit all meinen Spleens und wie soll ich sagen, die Eigenheiten, die ich halt habe, oder ich gestikuliere, also so Sachen halt, das ist dem Herrn völlig egal. Der nimmt mich so an, wie ich bin. Und wenn ich noch von einer Erfahrung erzählen darf, die hat mich nämlich auch sehr geprägt. Das war um die Zeit, wo ich in Medjugorje war, also es passt irgendwie alles so zusammen. Da hat mir jemand was erzählt, ich kann jetzt nicht sagen, wer das war, das würde jetzt nicht passen. Und, oder hat mir quasi so die Augen geöffnet, aber das hat mir so viel Angst gemacht, gell, vor der Zukunft. Und ja, ob es jetzt die Prophezeiungen in Medjugorje auch mit dabei waren, weiß ich nicht so genau, aber er hat mir halt so von verschiedenen Prophezeiungen erzählt und ich habe so Angst gehabt. Und eine Zeit lang war das echt so schlimm, dass ich in der Früh aufgestanden bin fast und gedacht habe, oh mei,
vielleicht ist das der letzte Tag jetzt, gell? Und dann irgendwann bin ich eines Morgens aufgewacht. Nein, falsch, zurück. Wir haben, als wir geheiratet haben, von meinem Schwiegervater, der hat ein Holzkreuz selber geschnitzt. Also so ein Kreuz und da war ein Korpus dran. Und das hängt bei uns im Schlafzimmer. Und das, wenn ich aufstehe, das ist mein Blick fällt als erstes auf das Kreuz. Also, beziehungsweise doch auf das Kreuz. Und dann habe ich eines Nachts geträumt, dass Jesus von genau diesem Kreuz herabsteigt, mich in die Arme nimmt und sagt, du brauchst überhaupt keine Angst vor dem Tod haben, ich liebe dich. Und ich kann nicht im Nachhinein das Gefühl natürlich nicht beschreiben haben, aber ich habe dieses Gefühl seitdem nie wieder erlebt. Nicht von meinen Kindern, nicht von meinem Mann. Obwohl wir behaupten, wir lieben uns in unserer Familie, wirklich wahr. Aber die Liebe, so eine liebevolle Person ist. Ja. und die Liebe, die der Herr für uns hat, die übersteigt wirklich alles denkbar Vorstellbare. Das kann niemand sich vorstellen. Und ich wünsche wirklich jedem, dass er so eine Erfahrung macht. Also vielleicht, und das schaut bei jedem anders aus, aber mir hilft immer, also einmal, wenn ich in der Kirche bin, oder auch ganz ruhig, wenn in der Anbetung vielleicht, ich mag total gern, wenn das Allerheiligste ausgesetzt ist und wenn nichts ist. Vielleicht manchmal ein bisschen Musik wie in Medjugorje, wenn ansonsten Stille ist. Das mag ich total gern. Und man kann einfach nur sitzen und am Herrn sein Herz ausschütten. Und ich traue mir wetten, niemand geht ungetröstet nach Hause. Das kann man nicht vorstellen. Und der Herr lädt uns ein. Deswegen glaube ich, gibt es nicht, ich kann vielleicht sagen, was mir geholfen hat oder was ich mache, aber so viele verschiedene Menschen, wie es gibt, so viele verschiedene Wege gibt es zum Herrn. Und jeder hat eine andere Art und Weise. Ich glaube nicht, dass man vielleicht sagen kann, mach dies oder mach jenes oder ach, du musst unbedingt dahin fahren und du musst in Fatima gewesen sein und in Lourdes und was der Geier was alles. Das kann sehr schnell in Aktionismus ausarten. Also einfach nur beim Herrn zum sein, glaube ich, ist wirklich das, was am wenigsten Aufwand ist und was immer hilft. Und wie gesagt, zu Hause bin ich leicht abgelenkt, ich gehe dann auch nicht oft, aber ich bin total gern in der Kirche oder in der Anbetung. Und was auch, oder auch, wir haben in der Pfarrei ewige Anbetung und wir versuchen das 24 Stunden zu machen und ich trage mich grundsätzlich für die ganz, ganz frühen Morgenstunden ein. Und da ist fast niemand da und ich mag auch ganz gern also erst im Gebet ein bisschen verweilen und dann tue ich mit Kopfhörer über das Handy Lobpreismusik rein. Ich kann Stunden verbringen, Stunden. Aber die Liebe einatmen, oder? Wie wenn man genau. am Meer ist und die Sonne strahlt auch ein. Genau. Das beschreiben, oder? Und der Herr ist da und also meine Freundin, die richtet es dann immer schön her und dann wird es angestrahlt und das strahlt richtig. Demonstranz, das strahlt. Unglaublich. Genau. Schau ich mir da ganz brav zu wie ein kleines Kind, weil das Lied erzählt. Oh, ich rede ohne Ende, ich rede wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde. Und für dich die Beichte, was würdest du Leuten sagen, warum die Beichte? Also, viele sagen, ich kann, auch zu mir selber persönlich, brauche ja keinen Priester. Ich kann ja, wenn ich sowieso in der Kirche bin, am Herrn auch meine Sünden beichten. Ja. Aber ich muss sagen, es kostet mich Überwindung. Und genau das ist der Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel zum Priester geht, nicht zum Beispiel, also wenn man beim Priester beichtet, das kostet Überwindung. Und mein Beichtvater hat das so erklärt, dass unser Gewissen, das ist wie ein scharfkantiges Dreieck, das sich dreht in unserem Innern. Und wenn wir sündigen, so ist, hoffentlich kriege ich das jetzt hin, ein scharfkantiges Dreieck. Und wenn wir sündigen, dann dreht sich das in unserem Innern und du merkst das. Also wenn eine scharfe Kante dir irgendwo vorbeifährt, du merkst das. Wenn wir länger nicht zur Beichte gingen, dreht sich das
Dreieck zwar weiter, aber die Ecken, die runden sich mit der Zeit und du merkst es nicht mehr. Und irgendwann schleicht sich das dann ein, ja, ist ja nicht so schlimm, ich habe niemanden ermordet und ich habe nichts geklaut und ja, geht schon. Und das ist das Gefährliche, weil wenn unser Gewissen nicht mehr intakt ist und wir nicht mehr das Gefühl haben für Sünde, dann verlieren wir auch, wie soll ich sagen, die Feinfühligkeit, dass wir den Herrn beleidigen, und zwar durch jede Sünde. Und in der Beichte wird praktisch dieses Dreieck wieder scharf gemacht. Also nicht von mir, ist von meinem Beichtvater, eine Seele von Mensch. Und natürlich, also ich versuche regelmäßig zur Beichte zu gehen. Und dadurch, dass ich immer zum gleichen Priester gehe, der auch mein Seelenführer ist, er kennt mich jetzt schon ziemlich gut. Und deswegen ist es super peinlich, wenn ich Sachen ganz oft beichten muss oder manchmal auch die gleichen. Das passiert oder einfach, das sind unsere Schwächen. Oder ich muss dann manchmal kriege ich so Aufgaben, gell, wir besprechen das. Also er sagt nie, du magst jetzt das, nö. Also er würde vorschlagen so und so und dann kann ich sagen ja oder nein, kriege ich gerade nicht auf 3, weil. Also und wenn dann muss ich aber oft einmal beichten, das habe ich jetzt nicht geschafft oder ich soll sprechen mit jemandem oder ich soll zu jemandem hingehen um Verzeihung bitten, was ich absolut nicht über die Lippen gebracht habe. Das bringe ich ja dann das nächste Mal wieder in die Beichte und es ist echt auch schon vorgekommen, dass ich Sachen nach dem 3. Mal habe mir gedacht, also ein 4. Mal kann ich es jetzt nicht nochmal in die Beichte bringen und dann habe ich mir ein Herz gefasst und bin noch hier und habe das gemacht. Und in dem Moment, also ein Priester, der vor dir sitzt und die Stuhla tragt, ob noch andere Sachen wichtig sind, weiß ich jetzt nicht. Der handelt in persona Christi. Das heißt, das ist das Gleiche, als ob Jesus da sitzt. Und nur der Herr kann die Sünden vergeben. Das kann ja nicht mir selber tun. Oder wenn ich zu meiner Freundin gehe und sage, naja, oder ach so, und sie meint, naja, es ist schon nicht so schlimm oder so. Das geht nicht. Nur der Herr kann die Sünden vergeben. Und jede Sünde, die nicht vergeben worden ist, weil also jetzt wir zum Beispiel nicht gebeichtet haben oder nicht um Verzeihung gebeten haben, die lastet auf uns. Und das wird mit der Zeit so ein großer Ballast, den man rumschleppen muss mit sich selber. Und was ist dann, wenn wir mal sterben? Dann stehen wir vor dem Herrn und dann, weiß ich nicht, muss ich dann Rechenschaft ablegen für all das? Und wie erkläre ich das dann, dass ich während meines ganzen Lebens nicht einmal im Jahr Zeit gehabt habe, zur Beichte zu gehen? Oder was sage ich dann? Nicht einmal am Sonntag habe ich Zeit gehabt, die Heilige Messe zu besuchen. Und du kennst bestimmt den Film, Tom, von Mel Gibson, The Passion of Christ. Und ich habe mir gedacht, Vorurteil natürlich wieder, wie ich das ganz oft habe, ich habe meine Sachen da drin. Oh mein Gott, also Mel Gibson, dann denke ich an Braveheart, was will denn der? Was fällt dem ein, einen Film über Jesus Christus zu machen? Wieder jemand, den ich um Verzeihung bitten musste, gell? Weil, also das hat mir nochmal bis dahin habe ich Schwierigkeiten mit einem schmerzhaften Rosenkranz gehabt. Das ist mir so schwer gefallen und ich habe mir echt gedacht, oh gut, dass er fertig ist. Hat sich geändert? Also ich bin mir sicher, der Film, in meinen Augen ist er super gemacht, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, aber dieser Film trifft auch noch ansatzweise das, was der Herr wirklich erlitten hat. Und wenn ich an das denke, oder halt an das denke, was er für uns erlitten hat, und dann denke ich mir oft, wie undankbar bin ich und gehe zur Heiligen Beichte, mache immer das Gleiche, bin oft einmal wegen jeder Kleinigkeit ärgerlich mit meinem Mann oder mit den Kindern oder pfeift die Kinder an für nichts. Wir haben so viele Geschenke gekriegt vom Herrn und die liegen da oder die werden uns angeboten und wir nehmen es nicht. Und was sind für dich diese Geschenke? In allererster Linie die Sakramente, die Heilige Messe, die Taufe. Da muss man die Taufe anfangen, weil durch die Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Stell dir mal vor, Kinder Gottes. Wir sind ausgewählt worden, wir dürfen Kinder Gottes sein. Ja,
Genau, wir waren bei den Geschenken, also die Sakramente, der Erstkommunion, die Firmung und auch die heilige Beichte. Also meine Erstkommunion und Firmung ist ja was man einmal empfängt und auch Sakrament, glaube ich, spenden sich die Ehegatten gegenseitig einmal. Aber Sakrament, also der Eucharistie, also die heilige Kommunion empfangen darf und die heilige, und zur Beichte gehen, die heilige Messe, das kann ich jeden Tag. Jeden Tag kann ich das haben. Das ist echt eines der größten Geschenke. Und dann habe ich festgestellt, auch so Begegnungen. Manchmal, wenn man so mit offenen Augen, mache ich nicht immer, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wirklich nicht. Kommt darauf, wie es mir gerade selber gut oder schlecht geht. Aber wenn man so mit offenen Augen durch die Welt geht, ich habe echt das Gefühl, Tom, der Herr, der macht lauter so, platziert so kleine Geschenke entlang von unserem Weg und wir brauchen nur stehen bleiben und die aufheben oder manchmal nicht einmal das. Das kann jemand sein, der einem ein Lächeln schenkt oder der einige Jahre her, da haben wir abgemüht am Supermarktparkplatz, ich habe nicht sehr viel Kraft, aber ich wollte halt diese Wasserkisten, ich habe Glasflaschen gekauft und wollte halt diese Getränkekiste ins Auto hieven und dann kommt hinter mir jemand her und sagt, oh, kann ich Ihnen behilflich sein? Und ich drehe mich um, es ist ein Familienvater, der hat Zwillinge dabei gehabt, 2 kleine Mädel. Die Kinder haben völlig fasziniert an den Papa angeschaut und ich, oh, das war super cool, danke, gell? Und dann, also der Mann tut mir diese Kisten ins Auto und ich habe mich nochmal bedankt und dann sage ich zu den Mädels, ihr habt einen voll coolen Papa, irgendwie so. Ich sage das, Tom, die Kinder haben das Grinsen angefangen, das war wie wenn die Sonne aufgeht. Das war wie so süß. Das sind so viele so Kleinigkeiten oder jemand, der anderen Person im Rollstuhl einfach mal schnell über wie sagt man, Bürgersteig, Randstuhl aufhält, der die Tür aufhält oder die nicht dir ins Gesicht schmeißt. Einmal ich erinnere mich noch, ich war nach der Messe noch ein bisschen länger in der Kirche und dann kommt eine junge Frau zu mir her und dann sagt sie zu mir, ich habe da einen Gutschein von irgendeinem Sportgeschäft, weiß nicht mehr, ob ich den brauchen kann. Und ich so, wieso? Ja, weil sie hat irgendwie gerade alles gekauft und sie weiß jetzt gar nicht so, was sie anfangen kann und es waren irgendwie so 10-20% oder so, wenn man den abgibt da. Ja, also gut, ich habe ihn dann genommen, dann habe ich gefragt, ja, warum geben Sie den mir, gell? Und sie hat dann gesagt, sie hat sich vorgenommen, wenn sie eine Person unter 60 in der Kirche sieht, die kriegt den. Und das war echt so zu einem Zeitpunkt, unser Sohn hat dann, der hat irgendwie Klamotten für so einen Wandertrip oder was braucht. Wir haben wirklich absolut gar nichts daheim gehabt, keine Wanderstiefel, keinen Rucksack, gar nichts. Habe ich gleich verwenden können. Und der Augen hat, der sieht, der Ohren hat, der hört, der sieht die Geschenke. Ne? Ja. Die sehen die oftmals nicht mehr, oder? Ganz genau, ja, ich glaube schon. Und das tut mir so leid oft, weil ich festgestellt habe, viele Menschen haben einfach so viel Sorgen. Die haben so viel Sorgen. Was weiß ich, vielleicht brauche ich nur in meine eigene Familie schauen. In meine eigene Familie schauen. Ich habe 2 jüngere Schwestern gehabt. Und meine kleine Schwester, die war 4 Jahre jünger als ich und die ist, als sie ungefähr 30 war, ist die an Krebs erkrankt. Und 10 Jahre später haben wir es dann begraben müssen. Also, und dann habe ich nur eine Schwester gehabt. Monika war 1 Jahr jünger als ich und sehr unglücklich. Aus den verschiedensten Gründen ganz schwierige Ehe. Und die hat sich dann getrennt von ihrem Mann und nochmal geheiratet und nochmal getrennt. Und die war lange sehr krank, also Zucker gehabt mit all den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Und sie ist dann 2022, also vor fast im Juni wird es heuer 2 Jahre, ist sie dann verstorben. Und
Also und Menschen wie meine Schwestern gibt es so viel haben oder die finanzielle Sorgen haben oder wo die Kinder krank sind. Ich kann mir nicht schlimmes vorstellen, wie wenn dein Kind krank ist und du rennst von Pontius zu Pilatus und nichts hilft und das ist mit, ich kann so dankbar sein, ich bin unwahrscheinlich gesegnet. Ja, ich meine, jeder macht seine Erfahrungen, aber dadurch, dass ich, sagen wir mal, in einem eher strengeren Elternhaus aufgewachsen bin, wo das einfach Gesetz war, du gehst am Sonntag in die Messe, ob du willst oder nicht. Und auch wenn wir am Samstagabend weg waren, bis in die Puppen, das war völlig egal. Wir sind am Sonntag in die Frühmesse gegangen. Im Nachhinein betrachtet ist das wie ein Netz, finde ich, das meine Eltern mitgewebt haben sozusagen, oder den Knoten, die geknüpft haben, wo ich dann gefallen bin mal. Zum Beispiel, wo das mit meinem Mädchen war, oder diese Glaubenskrise, die ich da gehabt habe als Kind mit den Mormonen, hat das Netz vielleicht noch Löcher gehabt, aber es hat mich gehalten, es hat mich aufgefangen. Und ja. Hast du das Gefühl, dass das Rosenkranzgebet dieses Netz stärkt? Ja, habe ich. Habe ich ganz lang gebraucht, muss ich sagen. Mache ich noch nicht so lange jeden Tag Rosenkranz beten. Und manchmal sind doch dabei, vergiss es. Mache ich noch nicht so lange. Die Zeit hat geholfen, wo ich gesagt habe, als ich diesen Film gesehen habe, The Passion of Christ, auch mit den anderen Rosenkränzen. Und ich habe wirklich angefangen, ich habe ein Gesetz am Tag gebetet. Eins. Aber das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Oder habe ich vielleicht sogar mit ein paar Ave Maria angefangen, das weiß ich gar nicht mehr. Und irgendwann dann, das war dann auch so ein Prozess, gell? Also je näher, dass man am Herrn kommt, desto mehr wird das Bedürfnis, dass man ihm auch im Gebet nahe kommt. Und dann waren Freunde von mir waren dann schon viel früher in Medjugorje und haben dann angefangen, bei uns Anbetung regelmäßig einzuführen. Und das war dann immer, es ist jetzt noch, Mittwoch und Freitag von 8 bis 9 Uhr haben wir immer, also Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten, immer mit Rosenkranz. Am Mittwoch beten wir die laretanische Litanei, am Freitag ein Kreuzweg. Und so bin ich dann reingekommen. Es war dann immer noch nicht jeden Tag, aber es war dann Mittwoch und Freitag. Und dann sehr viel später ist dann der Montagnachmittag dazugekommen, also zur Stunde der Barmherzigkeit. Da haben wir dann einen Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet und irgendwie man wächst dann da so rein. Oder man geht einmal zur Anbetung in einer anderen Gemeinde. Oder bevor wir hergekommen sind, war ich mit einer unserer Töchter, die zu Hause gerade wohnt, waren wir in Ingolstadt bei Night Fever. Und wir kommen ein bisschen später kommen wir dann rein, haben den ersten Blick, das ausgesetzte Allerheiligste, und sie spielen mein Lieblingslied für die Anbetung, nur den Saum deines Gewandes berühren. Ich war einen Schritt in der Kirche drin und habe schon warnen müssen. Als Rosenkranzgebet hilft ganz bestimmt. Weil in dem Moment, wo wir den Rosenkranz in einer Hand haben, ist auch nicht von mir, habe ich wo gelesen, halt Mutter Gottes unsere andere Hand. Und ganz oft bin ich unaufmerksam und gut, dass ich den Rosenkranz habe, weil ich weiß nie, wann bin ich fertig. Und selbst wenn ich ihn in der Hand habe, lasse ich ihn mal fallen oder so, dann. Aber durch dieses ständige Wiederholen oder ich muss nicht überlegen, was kommt als nächstes. Du kannst ihn auswendig und dann versuche ich manchmal so über die einzelnen Geheimnisse vielleicht auch nachzudenken. Oder wenn man betet, beim Schmerzhaften zum Beispiel, dann denke ich oft mal an eine Szene aus dem Film. Das sind irgendwie, finde ich, so kleine Sachen, die kommen so nach und nach dazu. Und ich bin jetzt muss ich rechnen, 57, um Gottes Willen. Ich bin 57 und ich glaube, als ich 25 war, ist es mit der Lea passiert. Das heißt, ich habe 57 minus 25 ist irgendwas 30 plus, ich bin schlecht im Kopfrechnen. Also es hat sich jetzt praktisch über diesen ganz, ganz langen Zeitraum erstreckt.
bei manchen bin ich überzeugt, geht es echt schnell. Manche, die braucht der Herr halt schnell. Jetzt. Die haben ein ganz besonderes Bekehrungserlebnis. Und andere, da dauert es halt länger. Der Herr gibt einem jeden die Zeit, die er braucht. Ich habe ziemlich lang gebraucht, aber... Toll, was zu sagen. Und am Ende von dem Interview, was würdest du sagen, warum ist Medjugorje so toll? Warum sollen Menschen mal hierher kommen? Weil ich glaube, dass hier in Medjugorje die Anwesenheit vom Herrn und die Anwesenheit der Mutter Gottes greifbar ist. Also ich bin noch nie bei Erscheinung dabei gewesen, ich bin immer irgendwie zu spät, zu früh oder sonst wie, aber Mutter Gottes, so war's. Bei dem letzten Mal, als ich in Medjugorje war, hätten wir die Möglichkeit gehabt, bei Erscheinung dabei zu sein. Aber die Frau, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat gesagt, also es ist nur begrenzt Platz. Und zur gleichen Zeit war die Heilige Messe. Und Mutter Gottes hat gesagt, wenn ihr wählen müsst zwischen der Heiligen Messe und bei ihr zu sein in der Erscheinung, immer die Heilige Messe. Immer. Und wir sind in die Heilige Messe gegangen. Ich weiß nicht, ich denke, der war überlaufen, das waren ganz viele da, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich was vermisst habe. Und heute in der Früh beim Frühstück ist jemand, ein anderer aus unserer Gruppe, der hat in den USA bei einer Erscheinung dabei sein dürfen, als ich glaube Maria dort war. Ich war zu Tränen gerührt, Tom. Also zum Singen, wie der James das halt nochmal erzählt und unglaublich. Man muss nicht unbedingt dabei sein. Es können auch gar nicht alle Menschen immer bei Erscheinung dabei sein, aber das finde ich das Besondere an Medjugorje. Einmal die vielen Menschen, die da sind, die alle aus dem gleichen Grund kommen. In der Kirche zum Singen, die Leid ohne Ende, nicht in jeder Messe, aber ganz oft zwischen den Bänken, hinten, im Eingangsbereich, bei der Mutter Gottes ganz vorn. Alle sind wegen dem Herrn da. Und wegen der Mutter Gottes. I'm sorry, Mother Mary. Sag mal, liebe Grüße aus Medjugorje an alle, die das schauen, oder? Ja, sehr gerne. Ja, ich wünsche wirklich jedem, dass er die Gelegenheit hat, irgendwann in seinem Leben hierher zu kommen. Es ist nicht ein Muss. Also manchmal geht es einfach nicht. Aber eine ähnliche Erfahrung zu machen wie ich, eine schönere Erfahrung zu machen als ich, wünsche ich jedem. Wünsche ich mal vom Herzen, oder? Ja, von Herzen. Ja. Die Mutter Gottes sagt, lebt und betet vom Herzen, oder? Genau. Und sie ist immer da. Sie ist immer da, egal wo wir sind. Danke für das schöne Interview. Ich sage auch Dankeschön, das war echt